Hallo liebe Häkelfreunde, heute lade ich euch ein, diese wunderschöne Jacke mit mir zu häkeln. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr die Passe so häkeln könnt, dass die Jacke eine schlanke Silhouette bekommt. Ich habe die Jacke einmal lang und einmal kurz gehäkelt. Die Anleitung funktioniert praktisch mit jedem Material und enthält die Angaben von Größe 36 bis 50. Die Anleitung beginnt für alle Größen gleich. Die Angaben für die verschiedenen Größen erscheinen immer dann im Video, wenn sie gebraucht werden. Das verwendete Material findet ihr auf einer Textseite im Video, bevor ich mit dem Häkeln beginne. Viele wunderschöne, von mir persönlich handgefertigte Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Online-Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 5 Luftmaschen. Ich schließe mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring. Ich häkle 3 Luftmaschen und ich häkle in den Ring 9 Stäbchen, sodass wir insgesamt 10 Stäbchen haben. Ich häkle über den Anfangsfaden drüber, wir ziehen den Ring aber nicht zusammen. Und wenn ich 10 Stäbchen gehäkelt habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe insgesamt 10 Stäbchen gehäkelt, inklusive des Ersatzstäbchens, das aus diesen 3 Luftmaschen besteht. Wir wenden die Arbeit, wir häkeln wieder 3 Luftmaschen, die zählen immer als ein Stäbchen, und wir häkeln in dieselbe Masche, wo diese 3 Luftmaschen herauskommen, noch ein Stäbchen, und dann häkeln wir in jede Masche 2 Stäbchen, sodass wir insgesamt 20 Stäbchen erhalten. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe bis jetzt 18 Stäbchen gehäkelt. Die letzten 2 Stäbchen häkle ich in die 3. Luftmasche des Ersatzstäbchens, sodass wir insgesamt 20 Stäbchen haben. Wir wenden die Arbeit, wir häkeln wieder 3 Luftmaschen und diesmal verdoppeln wir das erste Stäbchen nicht, aber alle anderen. Das heißt, hier haben wir nur die 3 Luftmaschen, damit ist die erste Masche besetzt, und ab der zweiten Masche verdoppeln wir jedes Stäbchen und wir erhalten 39 Stäbchen, und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe alle Stäbchen verdoppelt bis auf das erste. Auch am Ende der Reihe in die 3. Luftmasche habe ich 2 Stäbchen gehäkelt, sodass wir insgesamt
39 Stäbchen haben. Die Zahl muss genau stimmen. Wir wenden die Arbeit. Wir starten wieder mit 3 Luftmaschen. Die sind unsere Randstäbchen. Damit ist die erste Masche besetzt. Und jetzt häkeln wir 37 Reliefstäbchen von vorne. Das heißt, wir stechen vor dem Stäbchen ein und hinten durch, vorne wieder heraus, sodass das Stäbchen auf der Nadel liegt. Wir holen den Faden durch und häkeln ein Stäbchen. Einen Umschlag holen, um das Stäbchen herumstechen und ein Stäbchen häkeln. Und wie gesagt, das machen wir genau 37 Mal. Dann bleibt am Ende noch ein Stäbchen übrig und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen und ich habe bis zum vorletzten Stäbchen Reliefstäbchen gehäkelt und um das Randstäbchen herum häkeln wir noch ein Randstäbchen. Hier müsst ihr keine Luftmasche suchen, einfach in die letzte Lücke noch ein Stäbchen. Insgesamt haben wir wieder 39 Stäbchen, 2 Randstäbchen und 37 Reliefstäbchen. Wir starten wieder mit 3 Luftmaschen. Wir lassen die nächste Masche aus und häkeln in jede zweite Masche 3 Stäbchen in eine Masche. Wir lassen eine Masche aus und häkeln immer 3 Stäbchen in eine Masche und das machen wir in jede zweite Masche und es ergeben sich 18 Dreiergruppen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe genau 18 Dreiergruppen gehäkelt. Am Ende bleibt ein normales Stäbchen und das Ersatzstäbchen übrig. Das normale Stäbchen lassen wir aus und häkeln in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens noch unser Randstäbchen. Und die Form muss ungefähr so sein wie bei mir. Und es müssen genau 18 Dreiergruppen plus 2 Randstäbchen sein. Wir wenden die Arbeit und wir häkeln eine identische Reihe. Wir starten mit 3 Luftmaschen und wir lassen eine Masche aus und immer in die Mitte der Dreiergruppe häkeln wir wieder eine Dreiergruppe. Wir springen immer zum mittleren Stäbchen, das heißt 2 Maschen dazwischen lassen wir aus und immer ins mittlere Stäbchen jeder Dreiergruppe häkeln wir wieder eine Dreiergruppe. Es ergeben sich also wieder 18 Gruppen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe lassen wir das normale Stäbchen aus und in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens häkeln wir unser Randstäbchen. Wir wenden die Arbeit. Wir starten wieder mit 3 Luftmaschen. Wir lassen wieder eine Masche aus und in die Mitte der Dreiergruppe häkeln wir jetzt 5 Stäbchen in eine Masche. Wir springen immer in die Mitte der Dreiergruppe ins mittlere Stäbchen und häkeln 5 Stäbchen in eine Masche. Zwei auslassen, dann sind wir genau richtig.
und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 18 Fünfergruppen gehäkelt. Am Ende der Reihe bleibt ein normales Stäbchen übrig und das Ersatzstäbchen. Das normale Stäbchen lassen wir aus und in die dritte Luftmasche häkeln wir unser Randstäbchen. Wir wenden die Arbeit, wir häkeln 3 Luftmaschen und jetzt häkeln wir um jedes vorhandene Stäbchen ein Reliefstäbchen von vorne. Also die erste Masche ist besetzt und ab der zweiten Masche häkeln wir lauter Reliefstäbchen von vorne. Einfach um jedes vorhandene Stäbchen ein Reliefstäbchen von vorne häkeln. Und es ergeben sich genau 90 Reliefstäbchen plus die 2 Randstäbchen, also insgesamt 92 Stäbchen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig und in dieser Reihe häkle ich das Randstäbchen in die letzte Lücke um das Randstäbchen der Vorreihe und es müssen insgesamt genau 92 Stäbchen sein. Wir wenden die Arbeit. Ab jetzt beginnt der Mustersatz und der Mustersatz besteht aus 4 Reihen. Wir starten mit 3 Luftmaschen. Wir lassen 2 Maschen aus, die erste ist besetzt, die nächsten 2 lassen wir aus und wir häkeln in eine Masche 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch 3 Stäbchen in dieselbe Masche. Und ihr seht, das ist wieder in der Mitte dieser Fünfergruppe von hier unten. Wir lassen 4 Maschen aus und in jede 5. Masche häkeln wir 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch 3 Stäbchen in dieselbe Masche. Und wir müssen uns genau in der Mitte dieser Fünfergruppe befinden. 4 Maschen überspringen und in jede 5. Masche häkeln wir so eine Gruppe bestehend aus 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 18 Gruppen gehäkelt. Am Ende der Reihe bleiben 2 normale Stäbchen und das Ersatzstäbchen übrig. Die 2 normalen Stäbchen lassen wir aus und in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens häkeln wir unser Randstäbchen. Wir wenden die Arbeit. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen und jetzt lassen wir die nächste Masche aus. Wir häkeln 2 Stäbchen bis zur Lücke, ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke und 2 Stäbchen nach der Lücke. Das bedeutet, die Anzahl von 3 Stäbchen auf beiden Seiten der Lücke bleibt gleich. Wir überspringen 2 Maschen zwischen den Gruppen
Wir häkeln 2 Stäbchen bis zur Lücke, ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke und 2 Stäbchen nach der Lücke. Und dazwischen immer 2 Maschen auslassen. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe lassen wir das normale Stäbchen aus und in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens häkeln wir unser Randstäbchen. Wir wenden die Arbeit. In der dritten Musterreihe erhöhen wir die Anzahl der Stäbchen. Wir starten mit 3 Luftmaschen. Wir lassen immer das nächste Stäbchen aus. Wir häkeln 2 Stäbchen bis zur Lücke und in die Lücke häkeln wir 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen und nach der Lücke 2 Stäbchen, so dass wir jetzt auf beiden Seiten der Lücke 4 Stäbchen haben. Wir überspringen immer die 2 Maschen zwischen den Gruppen. Wir häkeln in dieser Reihe 2 Stäbchen bis zur Lücke und in die Lücke 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen und noch 2 Stäbchen nach der Lücke, sodass immer 4 Stäbchen auf beiden Seiten der Lücke sind. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Auch hier bleibt ein Stäbchen übrig plus das Ersatzstäbchen. Das normale Stäbchen überspringen wir und in die dritte Luftmasche häkeln wir das Randstäbchen. Wir wenden die Arbeit und die vierte Musterreihe besteht aus Reliefstäbchen. Wir starten mit 3 Luftmaschen. Wir lassen auch hier die nächste Masche aus und dann häkeln wir bis zur Lücke Reliefstäbchen von vorne. In dieser Reihe sind es 3 und in die Lücke häkeln wir ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen und dann nach der Lücke 3 Reliefstäbchen von vorne. Das bedeutet, wir haben wieder 4 Stäbchen auf beiden Seiten der Lücke. Auch das bleibt gleich, dass wir 2 Maschen überspringen und dann häkeln wir 3 Reliefstäbchen bis zur Lücke, ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, noch ein Stäbchen in die Lücke und auch nach der Lücke gleich viele Reliefstäbchen wie vor der Lücke, in diesem Fall 3. Und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe bleibt immer ein Stäbchen und das Ersatzstäbchen übrig. Wir lassen das normale Stäbchen aus und häkeln das Randstäbchen in die dritte Luftmasche. Das Ganze sieht jetzt so aus.
Wir haben den Mustersatz einmal gehäkelt und wir machen den zweiten Mustersatz gemeinsam. Und dieser zweite Mustersatz wird dann sinngemäß eine Zeit lang wiederholt. Wie gesagt, der Mustersatz besteht aus 4 Reihen. Die erste Reihe ist eine Hinreihe und in der Hinreihe machen wir Zunahmen. Wir starten mit 3 Luftmaschen. Wir lassen das nächste Stäbchen aus. Wir häkeln die vorhandenen Stäbchen bis zur Lücke. Im Moment sind es 3 und wenn wir Zunahmen machen, häkeln wir in die Lücke 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen und nach der Lücke immer dieselbe Anzahl Stäbchen wie vor der Lücke. In diesem Fall 3. Das heißt, wir haben von 4 Stäbchen auf 5 Stäbchen erhöht. Zwischen den Gruppen lassen wir immer 2 Maschen aus. Wir häkeln alle Stäbchen bis zur Lücke. In die Lücke 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen und nach der Lücke dieselbe Anzahl Stäbchen wie vor der Lücke und immer 2 Maschen überspringen, dann sind wir genau richtig. Und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe lassen wir immer das normale Stäbchen aus und häkeln unser Randstäbchen in die 3. Luftmasche. Und wir wenden die Arbeit. Die zweite Musterreihe ist eine Reihe ohne Zunahmen. Wir starten mit 3 Luftmaschen. Wir lassen das nächste Stäbchen aus. Wir häkeln alle Stäbchen, bis wir die Lücke erreichen. In dieser Reihe sind es 4 und in den Reihen ohne Zunahmen häkeln wir in die Lücke 1 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 1 Stäbchen und nach der Lücke gleich viele Stäbchen wie vor der Lücke. Das heißt, wir haben gleich viele Stäbchen wie in der Vorreihe beidseitig der Lücken. Diese 2 bespringen wir wie immer und wir häkeln alle Stäbchen bis zur Lücke. Und in die Lücke 1 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 1 Stäbchen. Und auf der anderen Seite gleich viele Stäbchen wie vor der Lücke, sodass alle Zacken immer gleich viele Stäbchen haben. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Das Ende der Reihe ist immer gleich. Wir lassen das normale Stäbchen aus und häkeln unser Randstäbchen in die 3. Luftmasche. Die 3. Musterreihe ist sinngemäß gleich wie die erste Musterreihe. Wir starten mit 3 Luftmaschen. Wir lassen das nächste Stäbchen aus. Wir häkeln alle Stäbchen bis zur Spitze und
in dieser Reihe machen wir wieder Zunahmen. Wir häkeln in die Spitze 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen und nach der Spitze gleich viele Stäbchen wie vor der Spitze. Das heißt, wir haben wieder ein Stäbchen mehr als vorher, jetzt sind es 6. Wir überspringen immer die 2 Maschen und häkeln alle Zacken genau gleich. Wichtig, in die Spitze 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir beenden auch diese Reihe wie immer. Wir lassen das vorletzte Stäbchen aus und häkeln unser Randstäbchen. Wir wenden die Arbeit und die 4. Musterreihe ist eine Reihe ohne Zunahmen, dafür aber mit Reliefstäbchen. Wir starten mit 3 Luftmaschen, wir lassen eine Masche aus, wir häkeln alle Stäbchen bis zur Spitze als Reliefstäbchen von vorne. Und in die Spitze häkeln wir ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen und nach der Spitze häkeln wir gleich viele Reliefstäbchen wie vor der Spitze. Auch hier lassen wir 2 Stäbchen aus und wir häkeln alle Zacken genau gleich. Wichtig in dieser Reihe, in die Spitze nur ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen, also keine Zunahmen. Und wir häkeln alle Zacken genau gleich und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch diese Reihe endet wie alle anderen. Wir lassen das letzte normale Stäbchen aus und häkeln unser Randstäbchen in die 3. Luftmasche. Jetzt haben wir den Mustersatz zweimal gehäkelt und diese letzten 4 Reihen werden nun eine Zeit lang wiederholt, und zwar bis wir ein bestimmtes Maß erreicht haben. Und zwar müssen wir 3 Zacken messen, und zwar von Tal zu Tal und gerade hinüber. Im Moment sind wir ungefähr bei 19 bis 20 cm. Ich schreibe euch oben in die Ecke, welches Maß ihr für eure Größe erreichen müsst, und wir häkeln immer 2 Reihen, also immer eine Hin- und eine Rückreihe, und dann messen wir, und wenn ihr euer Maß erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Bei mir haben 3 Zacken jetzt das benötigte Maß erreicht. Für die Größe 40-42 habe ich jetzt hier ungefähr 27 cm. So messen wie ich. Und ihr habt euer Maß erreicht. Wir haben mit einer Rückreihe ohne Zunahmen geendet. Es ist egal, ob ihr euch jetzt in einer ersten oder in einer 3. Musterreihe befindet. Also die nächste Reihe kann eine 3. Musterreihe sein oder eine 1. Musterreihe.
Auf jeden Fall wäre es jetzt eine Reihe mit Zunahmen, aber jetzt nehmen wir nur noch bei den Ärmeln zu und dazu müsst ihr zuerst folgende Einteilung vornehmen. Wir haben 3 ganze Zacken für das Vorderteil und im Tal einen Maschenmarkierer, 3 Zacken für den ersten Ärmel und immer im Tal zwischen den Zacken einen Maschenmarkierer, 6 Zacken für das Rückenteil, einen Maschenmarkierer im Tal, 3 Zacken für den zweiten Ärmel und einen Maschenmarkierer im Tal und dann 3 Zacken für das zweite Vorderteil. Und da wir die Jacke figurbetont häkeln, nehmen wir jetzt nur noch über diesen 2 Bereichen zu. Bei den anderen Bereichen häkeln wir ohne Zunahmen weiter. Diese Zacken entwickeln auch ohne Zunahmen noch ein bisschen mehr an Breite. Das spielt keine Rolle, das ist schon berücksichtigt. Um euch das zu veranschaulichen, häkeln wir jetzt gemeinsam die nächsten 2 Reihen. Und wie gesagt, das ist jetzt ein Vorderteil, da nehmen wir jetzt nicht mehr zu und das bedeutet, wir häkeln ganz normal im Muster weiter, aber wir häkeln in die Spitze nur ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen und das machen wir bis zum Maschenmarkierer und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die ersten 3 Zacken ohne Zunahmen gehäkelt. Ansonsten bleibt das Muster wie gewohnt. Ohne Zunahmen bedeutet, dass in den Spitzen immer nur ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen sind. Die nächsten 3 Zacken häkeln wir mit Zunahmen. Auch hier überspringen wir 2 Maschen und mit Zunahmen bedeutet, dass wir in die Spitzen 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen häkeln und beim nächsten Maschenmarkierer sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die 3 Ärmelzacken mit Zunahmen gehäkelt. Das bedeutet, dass in den Lücken 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen sind. Jetzt kommen wir zu den 6 Zacken für das Rückenteil und die häkeln wir ohne Zunahmen. Also in die Lücke nur ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Und wenn ihr die 6 Zacken gehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die 6 Rückenzacken ohne Zunahmen gehäkelt. Jetzt folgt wieder ein Ärmel, also 3 Zacken für den zweiten Ärmel und die häkeln wir mit Zunahmen und beim nächsten Maschenmarkierer sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die 3 Ärmelzacken mit Zunahmen gehäkelt. Jetzt bleiben 3 Zacken übrig, die sind das zweite Vorderteil und die häkeln wir ohne Zunahmen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die letzten 3 Zacken ohne Zunahmen gehäkelt. Bei mir sieht das jetzt so aus, die Ärmelzacken haben bei mir zum Beispiel jetzt 10 Stäbchen auf beiden Seiten und die anderen Zacken haben ein Stäbchen weniger bei mir. Die Zahlen können natürlich bei euch anders sein. Wichtig ist, die Ärmelzacken haben im Moment ein Stäbchen mehr als die anderen und wir häkeln
Die Rückreihe, die jetzt dran ist, das kann entweder eine zweite Musterreihe sein oder eine vierte. Bei der zweiten Musterreihe häkeln wir normale Stäbchen. Bei mir ist eine vierte Musterreihe dran, das heißt, ich häkle meine Reliefstäbchen. Und zwar häkeln wir die Rückreihe immer ohne Zunahmen. Und zwar die ganze Rückreihe. Das verändert sich nicht. Einfach die ganze Reihe häkeln, so wie bisher auch. Und wenn ihr die Reihe gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Rückreihe komplett ohne Zunahmen gehäkelt, so wie immer. Und jetzt müsst ihr immer nach 2 Reihen die 3 Ärmelzacken nachmessen. Wir müssen jetzt diese 2 Reihen wiederholen, sinngemäß, bis die Ärmel die gewünschte bzw. benötigte Breite erreicht haben. Auch hier von Tal zu Tal messen. Ich habe jetzt ungefähr 30 cm, das heißt, einmal muss ich diese 2 Reihen noch wiederholen. Und ich würde hier jetzt die Maschenmarkierer wieder nach außen versetzen, damit ihr nicht aus Versehen drüber häkelt. Alle 4 Maschenmarkierer wieder nach außen versetzen und wieder 2 Reihen so häkeln, wie wir es gemacht haben. In der Hinreihe über den Ärmelzacken Zunahmen machen, alle anderen Zacken ohne Zunahmen häkeln und die Rückreihe wieder komplett ohne Zunahmen und immer in der Musterfolge bleiben, so wie sie bei euch eben dran ist. Und wenn diese 3 Ärmelzacken das angegebene Maß erreicht haben, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 2 Reihen hinzugefügt und jetzt habe ich die benötigte Ärmelbreite erreicht. Bei mir sind das jetzt ungefähr 33 cm. Das passt wunderbar für die Größe 40-42. Und sobald ihr eure Ärmelbreite erreicht habt, häkeln wir jetzt ohne Zunahmen weiter, bis die Passenhöhe erreicht ist, sodass die Ärmel unter dem Arm zusammengehen und wir sie dann abteilen können. Die Maschenmarkierer würde ich immer nach außen versetzen und immer 2 Reihen hinzufügen und dann wieder nachmessen. Und zwar messen wir vom Anfangspunkt in einem Tal, bei mir sind das jetzt ungefähr 33 bis 34 cm. Ich schreibe euch die benötigten Maße oben hin und wenn ihr die erreicht habt, könnt ihr eine Anprobe machen und das zeige ich euch dann, wenn ihr so weit gekommen seid. Also einfach die Maschenmarkierer wieder versetzen, immer nach 2 Reihen, dann habt ihr die Einteilung für die Ärmel schon vorbereitet. Und jetzt ohne Zunahmen weiter häkeln. Bei mir ist es jetzt so, dass die 3 Ärmelzacken zum Beispiel 11 Stäbchen haben auf beiden Seiten und die anderen haben 9 Stäbchen, also 2 Stäbchen Unterschied. Das wird bei euch wahrscheinlich ähnlich sein. Und jetzt häkelt ihr alle Zacken im Muster wie gewohnt weiter, nur eben ohne Zunahmen. Und wenn ihr eure Passenhöhe erreicht habt, dann zeige ich euch, wie ihr eine Anprobe machen könnt und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Passe hat das benötigte Maß erreicht. Ich habe jetzt hier für die Größe 40-42 vom Anfangsring bis zum Maschenmarkierer in einem Tal gemessen ca. 39 cm. Ihr habt euer Maß erreicht.
Wir haben mit einer Rückreihe geendet und jetzt könnt ihr eine Anprobe machen. Dazu faltet ihr die Jacke so, wie sie später getragen wird. Die Maschenmarkierer müssen genau aufeinander passen und dann steckt ihr den Maschenmarkierer durch beide Teile durch. Das macht ihr auf beiden Seiten und dann könnt ihr hineinschlüpfen. Und wenn das locker passt, dann könnt ihr die Ärmel abteilen. Wenn es noch nicht passt, wenn es noch zu knapp ist, macht ihr 2 Reihen dazu und dann wieder eine Anprobe. Und wenn die Anprobe erfolgreich war, dann stellt ihr die ursprüngliche Einteilung wieder her. Und dann teilen wir die Ärmel ab und zwar auf einer Hinreihe und wir machen weiterhin keine Zunahmen. Wir häkeln die ersten 3 Zacken ohne Zunahmen bis zum Maschenmarkierer und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 2 Maschen vor dem Markierer aufgehört, also 2 Maschen vor der Lücke und hier häkle ich 2 zusammen abgemaschte Stäbchen direkt vor der Lücke. Damit bleibt die Maschenzahl unverändert, aber wir kommen ganz bis zur Lücke hin. Den Maschenmarkierer können wir jetzt entfernen und jetzt überspringen wir die 3 Ärmelzacken. Auch hier können wir den Maschenmarkierer entfernen und ich beginne direkt nach der Lücke wieder mit 2 zusammen abgemaschten Stäbchen, damit hier nicht ein riesengroßes Loch entsteht. Die Maschenzahl verändert sich dadurch nicht und jetzt häkeln wir die 6 Zacken des Rückenteils ohne Zunahmen ab und dann zeige ich euch das Ganze beim zweiten Ärmel noch einmal. Willkommen zurück, ich habe die 6 Zacken des Rückenteils gehäkelt. Hier haben wir den ersten Ärmel abgeteilt. Ich höre wieder 2 Maschen vor der Lücke auf. Und damit wir hier keine Masche überspringen müssen, häkeln wir 2 zusammen abgemaschte Stäbchen in die letzten 2 Stäbchen vor der Lücke. Die Anzahl der Maschenköpfe bleibt gleich. Und wir überspringen die 3 Ärmelzacken und starten direkt nach der Lücke mit 2 zusammen abgemaschten Stäbchen. Und dann häkeln wir die letzten 3 Zacken wie gewohnt ohne Zunahmen hinüber und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt. Wir haben beide Ärmel abgeteilt und jetzt häkeln wir wieder 3 Zacken, bis wir unter dem Arm ankommen. Bei mir kommt eine Rückreihe mit Reliefstäbchen, bei euch kann es auch eine zweite Musterreihe sein. Einfach immer in der Musterfolge weiter häkeln und unter dem Arm sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin unter dem Arm angekommen. Hier seht ihr 2 mal 2 zusammen abgemaschte Stäbchen aus der Vorreihe, aber nur 2 Maschenköpfe.
und die überspringen wir ganz genau wie sonst auch und häkeln im gewohnten Muster weiter. Und auf der anderen Seite macht ihr das genau gleich und am Ende der Reihe sehen wir uns noch einmal wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt und alle Zacken haben jetzt gleich viele Stäbchen. Das kann euch zur Kontrolle dienen, ob ihr alles richtig gemacht habt. Und jetzt habt ihr mehrere Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, die kurze Variante zu häkeln. Da habe ich vom Anfangsring gerade hinunter gemessen, circa 55 cm für mich gemacht. Bei den größeren Größen eventuell bis 60 cm. Und wenn ihr die kurze Variante macht, dann würde ich jetzt ohne Zunahmen weiter häkeln. Bei der langen Variante müsst ihr prüfen, ob ihr eventuell bei den Hüften etwas mehr Weite benötigt. Dann könnt ihr nach 1-2 Mustersätzen eine Anprobe machen und wenn nötig könnt ihr eine Zunahmereihe häkeln. Und eine Zunahmereihe bedeutet, dass wir in die Spitzen 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen häkeln. Das heißt, dass dann die Zacken auf beiden Seiten ein Stäbchen mehr haben. Das könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr einfach eine schwingendere Weite haben wollt. Und bei der langen Variante schreibe ich euch einen Richtwert oben in die Ecke und wenn ihr die Jacke auf die gewünschte Länge gebracht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Jacke hat die gewünschte Länge erreicht. Ich befinde mich auf der schönen Seite der Jacke. Ich habe mit einer zweiten Musterreihe geendet. Jetzt häkle ich 3 Luftmaschen und ich häkle wie gewohnt bis zur Lücke, so wie immer. Und bei der Lücke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe wie gewohnt bis zur Lücke gehäkelt. In die Lücke häkle ich nun 3 Noppen. Wir holen einen Umschlag, holen den Faden durch, ein Umschlag, den Faden noch einmal durch, ein Umschlag, den Faden ein drittes Mal durch, alle Fäden abmaschen bis auf 2 und dann die restlichen 2. Gleich noch einmal einen Umschlag holen, den Faden einmal durch, ein Umschlag, den Faden zweimal durch, ein Umschlag, den Faden dreimal durch. Alle Fäden abmaschen, sodass 2 auf der Nadel bleiben und die gemeinsam abmaschen. Und dann eine dritte Noppe in die Lücke. Und dann häkeln wir die anderen Stäbchen wie gewohnt. Im Tal wie gewohnt 2 Maschen überspringen, also das Muster ändert sich nicht und in jede Lücke 3 Noppen häkeln und das machen wir die ganze Reihe so und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die untere Kante fertig gehäkelt und jetzt häkeln wir die vorderen Kanten und dazu starte ich mit 3 Luftmaschen und häkle in das erste Randstäbchen ein Stäbchen und dann häkle ich um jedes Randstäbchen herum
2 Stäbchen. Und das machen wir, bis wir wieder bei der unteren Kante der Jacke ankommen. Auch in den Anfangsring 2 Stäbchen häkeln. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe eine Reihe Stäbchen gehäkelt und bevor wir zurückhäkeln, müsst ihr feststellen, wo ihr die Knopflöcher haben wollt. Hier auf der im Tragen rechten Seite als Richtwert. Ich habe vom Anfangsring bis zur ersten Klammer ca. 33 cm hinunter gemessen und die weiteren Knopflöcher ungefähr im Abstand von 9 bis 10 cm eingeteilt. Wenn ihr dann die Knopflöcher häkelt, schaut ihr, dass hier dazwischen gleich viele Maschen sind. Und ihr müsst immer zuerst das oberste Knopfloch einteilen. Das findet ihr am besten durch eine Anprobe heraus. Dass sich hier der Rand ein bisschen aufstellt, ist normal. Das ist bei mir auch so. Das legt sich erst nach 1 bis 2 Reihen und die Jacke muss am Ende gewaschen und schön flach hingelegt werden und im Liegen trocknen gelassen werden. Und jetzt häkeln wir zurück bis zur ersten Klammer und ab jetzt beginne ich mit 2 Luftmaschen und häkle abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Wieder ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten und das machen wir bis zur obersten Klammer und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der obersten Klammer angekommen, die entferne ich. Ich häkle eine Luftmasche. Ich habe mit einem Reliefstäbchen von hinten vorläufig geendet. Das nächste Stäbchen lasse ich aus und dann geht es wieder mit einem Reliefstäbchen von hinten weiter und ich häkle eine ungerade Anzahl Stäbchen bis zum nächsten Knopfloch und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe von diesem Knopfloch 13 Stäbchen gehäkelt. Die Zahl kann bei euch anders sein, aber wenn es eine ungerade Zahl ist, können wir alle Knopflöcher gleich machen. Ich habe wieder mit einem Reliefstäbchen von hinten geendet. Ich häkle eine Luftmasche, überspringe ein Stäbchen und starte wieder mit einem Reliefstäbchen von hinten. Und das nächste Knopfloch macht ihr genau gleich, auch im gleichen Abstand. Und wenn ihr noch mehr Knopflöcher macht, dann funktionieren alle genau gleich. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück am Ende der Reihe. Nicht vergessen, ein Randstäbchen zu häkeln und das Randstäbchen häkeln wir in die Lücke zwischen den 2 letzten Stäbchen. Wir wenden die Arbeit. Wir starten wieder mit 2 Luftmaschen und häkeln die Reliefstäbchen so wie sie erscheinen und das machen wir bis zum ersten Knopfloch und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beim untersten Knopfloch angekommen
Und hier ist es so, vor dem Knopfloch haben wir ein Reliefstäbchen von vorne, dann häkeln wir ein Stäbchen in die Lücke und dann geht es nach dem Knopfloch wieder mit einem Reliefstäbchen von vorne weiter. Die anderen Knopflöcher macht ihr genau gleich. Dann ist diese Blende fertig. Dann werde ich einen Ärmel vorbereiten und den zweiten Ärmel machen wir dann gemeinsam und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Blenden fertiggestellt, die Knöpfe angenäht und ich habe einen Ärmel vorbereitet und den zweiten Ärmel machen wir jetzt gemeinsam. Wir befinden uns auf der schönen Seite der Jacke, das erkennt ihr an den Reliefstäbchen, und wir beginnen unter dem Arm. Ihr seht hier die vorhandenen Zacken und hier seht ihr die Reihe mit den Stäbchen, wo wir den Ärmel abgeteilt haben, und neben dem Zacken, wo dieses Stäbchen hier drin ist, in diese Masche steche ich ein, hole den Faden durch, ich mache einen Knoten. Ich steche in dieselbe Masche ein, also eine Masche vor dem Zacken. Ich hole den Faden durch, häkle 3 Luftmaschen. Ich lasse die erste Masche aus und häkle die Zacken ganz wie immer, ohne Zunahmen, so wie wir es im unteren Teil der Jacke gemacht haben. Also in die Spitze immer ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen, und ansonsten funktioniert das Muster genau gleich wie vorhin auch. Im Tal die 2 Maschen überspringen, alles wie immer. Und wir häkeln die 3 Zacken, die vorhanden sind, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe alle 3 Zacken gehäkelt. Hier beim letzten Zacken einfach schauen, dass ihr auf beiden Seiten gleich viele Stäbchen habt. Dann das letzte Stäbchen des Zackens müssen wir auslassen und dann in die Masche daneben noch das Randstäbchen häkeln. Somit haben wir das Muster wiederhergestellt. Wir wenden die Arbeit und jetzt müsst ihr schauen, welche Reihe bei euch dran ist. Bei mir kommt eine 4. Musterreihe, bei euch kann es auch eine 2. Musterreihe sein. Bei mir ist es eine 4. Musterreihe, das heißt, ich häkle 3 Luftmaschen, überspringe eine Masche und häkle Reliefstäbchen. Bei einer 2. Musterreihe sind es normale Stäbchen. Und ansonsten einfach jetzt den Mustersatz weiterführen, so wie bisher auch. Und immer haben alle Zacken gleich viele Stäbchen. Und jetzt häkeln wir den Ärmel ganz gerade hinunter, immer die 4 Musterreihen machen, so wie sie bei euch dran sind. Und für die Länge schreibe ich euch einen Richtwert in die Ecke, aber die Länge findet ihr am besten durch eine Anprobe heraus. Und wenn ihr die Ärmellänge erreicht habt, sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück. Mein Ärmel hat die gewünschte Länge erreicht. Ich habe mit einer Rückreihe geendet und ich befinde mich auf der schönen Seite. Das erkennt ihr an den Reliefstäbchen und ich häkle die letzte Reihe gleich wie bei der Jacke. Ich starte mit 3 Luftmaschen, überspringe die nächste Masche und häkle Stäbchen bis zur Spitze und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, auch hier häkle ich in die Spitze 3 Noppen sowie am unteren Rand der Jacke. Und dann häkeln wir im gewohnten Muster weiter, im Tal ganz normal die beiden Stäbchen überspringen und so häkeln wir alle 3 Zacken und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die letzte Reihe wie gewohnt beendet und ich habe die Jacke so umgedreht, dass die schöne Seite innen ist und jetzt schließen wir die Ärmelnaht und achtet darauf, dass die Reihen ganz genau aufeinander passen. Und ich häkle zunächst eine Luftmasche und dann häkle ich um die Randstäbchen herum jeweils 2 feste Maschen pro Reihe. Und das machen wir ganz hinauf und dann macht ihr den zweiten Ärmel genau gleich. Dann müsst ihr nur noch die Fäden vernähen und unsere wunderschöne Herbstjacke ist fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Häkeln dieser schlanken Jacke und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele wunderschöne, von mir persönlich handgefertigte Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Online-Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox. Eure Karin aus dem Ländle.